Jo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie von vielen gewünscht, Michi, wohin eigentlich, wenn ich in Bangkok bin? Wo gehe ich am besten weg? Wo finde ich die besten Clubs? Rooftop-Bars? Wie schaut's aus mit Rotlicht? Wo gibt's die besten Frauen etc.? Das alles hier in diesem Video. Zwei Sachen will ich noch loswerden, bevor es jetzt losgeht. Ich werde euch jetzt nicht ewig viele Clubs irgendwo in Local Areas vorstellen. Das ist nicht der Sinn dieses Videos. Der Sinn dieses Videos ist es, euch zu zeigen, was sind hier die besten, begehrtesten, coolsten Lokalitäten, ums Nachtleben in Bangkok zu genießen. Zweitens, solche Videos wie das hier sind natürlich immer individuell. Nur weil jetzt für mich der Club XY der beste ist, heißt es nicht, dass es für dich auch der beste Club ist. Vielleicht wirst du hingehen und sagen, das war jetzt doch nicht ein cooler Club oder so, den Michael da empfohlen hat. Leute, sowas ist wie gesagt immer individuell. Ich lebe jetzt seit 1,5 Jahren in Bangkok. Ich habe vieles durch, noch lange nicht alles, und kann euch doch, denke ich mal, sehr gute Tipps geben. Es gibt in Bangkok tausende Bars und Clubs, man kann gar nicht alles durchgehen. Gefühlt jedes zweite Hochhaus hier hat eine Rooftop-Bar oben, da gibt's auch tausende, aber ich werde euch jetzt zu jeder Kategorie, Clubs, Rooftop-Bars etc. immer die Top-Sachen nennen und jeweils noch 1 bis 2 Geheimtipps von mir. Fangen wir gleich mit der ersten Kategorie an, Rooftop-Bars. Fangen wir gleich mal mit meinem Favoriten an und ich denke mal schon einem Geheimtipp, weil erstens, die Bar gibt's noch gar nicht so lange und zweitens, viele waren da noch nicht, obwohl es richtig, richtig geil ist. Und zwar Tribe Sky Beach Bar. Es ist in dem Sinne nicht eine richtige Rooftop-Bar, wie sich viele vorstellen, irgendwie am 50. Stock, 360 Grad Panorama, Ausblick und so weiter. Aber diese Bar ist mega. Die befindet sich im 5. Stock in der Empire Mall. Also, aber ich finde der Vibe dort, wie das aufgebaut ist, richtig geil. Du hast vorne einen fetten Pool, da ist auch eine Bar im Pool sozusagen drin, da kannst du auch schwimmen gehen, du kannst auch trinken. Musiktechnisch eigentlich alles Mögliche. Die Musik ist nicht so laut, man kann sie super unterhalten. Die Preise, ich blende es euch hier mal ein. Typische Skybar, typische Rooftop-Bar-Preise, also immer ungefähr 10 Euro, 10 bis 12 Euro für Cocktails. Man kann dort auch sehr gut essen. Rooftop-Bars sind natürlich teuer, meine Freunde. Also ist schon eins der teuersten Lokalitäten fürs Nachtleben, sagen wir es mal so, sind die Rooftop-Bars. Aber Tribe, Leute, probiert es aus, kann ich echt empfehlen. Richtig cooler Vibe. Musik ist nicht so laut, das ist, finde ich, oft noch ein Nachteil bei vielen Bars, dass die Musik zu laut ist, dass man sich dann nicht unterhalten kann. Noch ein Tipp von mir, am Wochenende könnt ihr leider keine Poolliegen reservieren. Vorne die ganzen kreisförmigen Liegen sozusagen, da ist meistens halt Walk-in, da musst du halt reingehen und so ein Glück haben. Unter der Woche kannst du die meistens reservieren, empfehle ich jedem, reserviert euch da unbedingt so eine Poolliege. Hammer, Leute. Reserviert euch so eine Poolliege und ich finde, das ist das Beste zum Entspannen. Also wirklich, mein Favorit ist die Tribe Sky Bar. Jetzt kommen wir aber zu einer richtigen Rooftop-Bar, so wie es auch viele vorstellen. Ganz oben 360 Grad Blick und zwar Tichuca Rooftop Bar. Tichuca ist mein Geheimfavorit. Ich würde mal echt sagen, 80% sind Touristen dort, 20% vielleicht Thais, die ab und zu herkommen. Aber Tichuca eine richtig schöne Bar, wirklich Hammer auf Nacht. Du hast einen 360 Grad Blick, du kannst einmal nochmal nach oben gehen und einmal um die Bar sozusagen gehen. Preise, ich blende es euch mal ein, Preise sind ungefähr immer dieselben. Zwischen 10 und 15 Euro eigentlich immer die Cocktails. Genau. Essen kannst du dort auch, habe ich aber nie gemacht. Ich finde so Rooftop-Bars, Essen, ja, kann man machen, aber schon richtig teuer und meistens kleine Portionen. Vielleicht für ein Date, nichts fürs Essen gehen, eher Cocktails trinken und die Aussicht genießen. Genau, also Tichuca wirklich mein Favorit. Musiktechnisch gemischt. Müsst ihr auch noch mal wissen, ihr könnt es davor entweder anrufen oder vielleicht mal abchecken. Es sind ab und zu mal spezielle DJs da. Nur weil ich jetzt sage, hier wird meistens vielleicht Techno gespielt, vielleicht kommt da mal ein DJ, der Hip-Hop auflegt. Also man kann das nie pauschalisieren, was für Musik eben gespielt wird. Tichuca befindet sich auch zentral, Sukhumvit Road, erreichbar mit der BTS. Wirklich eine Hammerbar, kann ich wirklich empfehlen. Wenn ich auf eine Rooftop-Bar gehe, ist es entweder, wie gesagt, Tribe oder Tichuca. Meine Empfehlung, falls ihr ohne Reservierung kommt und die euch fragen, wollt ihr einen Sitzplatz oder Stehplatz, nehmt unbedingt einen Stehplatz. Sitzplatz kann passieren, dass ihr mal echt 2 Stunden wartet und keine Ahnung, da kann man auch stehen, finde ich. Also Wochenende ist das wirklich immer voll. Also dort müsst ihr wirklich reservieren. Alternativ, wenn es dort voll ist oder ihr eine andere Rooftop-Bar wollt, könnt ihr eigentlich noch gegenüber, befindet sich das Marriott Hotel und oben befindet sich die Octave Rooftop-Bar. Finde ich auch nicht schlecht. Preise sind ungefähr gleich. Musik ist ungefähr in den ganzen Rooftop-Bars gleich. Das ist immer eine Mischung aus leichtem EDM, vielleicht manchmal Hip-Hop, vielleicht manchmal Charts, also was eigentlich die meisten natürlich hören. Wirklich eine sehr coole Bar, auch mit einer richtig geilen Aussicht. Genau, Preise ungefähr dasselbe, Leute. Also Rooftop-Bar immer ungefähr 10 bis 15 Euro für einen Cocktail. Essen kann man dort, finde ich, besser als auf der
Tijuca Bar. Selbe Bahnstation, wie gesagt, einfach nur schräg gegenüber. Wenn es euch da nicht taugt, könnt ihr einfach rübergehen. Das sind meine 3 Empfehlungen für Rooftop-Bars in Bangkok. Noch ein paar Geheimtipps von mir. Schaut's euch mal um. Vielleicht seid ihr auch in einem Hotel, was eine Rooftop-Bar hat. Es sind sogar meistens deutlich günstiger und da ist weniger los und ihr habt oft auch dieselbe Aussicht. Nur weil ich jetzt die 2, 3 Rooftop-Bars genannt habe. Wie gesagt, es gibt tausende Rooftop-Bars. Es ist auch entscheidend, welche Area du bist. Ich meine, bist du jetzt vielleicht ganz hinten Saturn, dann fährst du jetzt vielleicht nicht extra zur Tijuca Bar rüber, weil es in Saturn auch tausende von Rooftop-Bars gibt. Wirklich, ich habe noch keinen enttäuscht, glaube ich, dem ich das empfohlen habe. Jeder war zufrieden bisher. Genau, das sind meine Empfehlungen, wenn es um Thema Rooftop-Bars in Bangkok geht. So, meine Freunde, kommen wir jetzt mal vielleicht zum interessantesten Thema, Rotlicht. Rotlicht, meine Freunde, in Bangkok natürlich Nana Plaza. Das Nana Plaza müsst ihr euch vorstellen, 3-stöckig aufgebaut. In der Mitte unten ist eine riesen Bar, wo ihr was trinken kaufen könnt. Und ansonsten wirklich 3-stöckig alles möglich. Von Stripclubs bis Go-Go-Bars. Also wirklich alles, was das Single-Männerherz oder auch nicht Single begehrt. Aber ansonsten, ich glaube, viel muss ich dazu nicht sagen. Denke ich mal, die Anlaufstelle Nummer 1 in Bangkok, wenn es darum geht. Erreichen könnt ihr es auch ganz easy mit der BTS. Einfach bei Nana aussteigen. Auf jeden Fall cool abzuchecken, falls ihr da seid für einen Urlaub mit Jungs. Junggesellenabschied kann man dort fett feiern, Geburtstage, alles mögliche, also wirklich, was das Männerherz begehrt. Mein Favorit ist dann Soi Cowboy. Dort findet ihr dann wirklich eine Go-Go-Bar nach der anderen, aber auch normale Bars zum Trinken. Soi Cowboy ein bisschen gechillter, ein bisschen ruhiger sozusagen, aber auch alles, was das Männerherz begehrt. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wisst schon, was ich meine, genau. Unbedingt abchecken, auch für Frauen, muss es nicht unbedingt nur für einen Mann sein, aber die Straße, das finde ich cool, die ist halt heftig geil beleuchtet, es stehen auch Mädels rechts und links, also auch einfach mal durchgehen, selbst wenn das jetzt nichts für dich ist. Soi Cowboy sollte man einfach mal durchgegangen sein. Genau, ansonsten Thema Rotlicht. Das größte Rotlichtviertel ist wirklich Patpong Area. Da war ich einmal, aber kann ich wirklich nicht empfehlen. Dort findet ihr wirklich Abzocke. Dort ist es meiner Meinung nach, ob ich so sagen kann, wirklich asozial, finde ich. Also ist nicht geil. Ich glaube, das ist das größte Rotlichtviertel in Bangkok, aber wirklich unterstes Level, sagen wir so, unterstes Level. Aber kann ich euch jetzt echt nicht empfehlen, Leute, will ich echt nicht. Dort findet ihr aber die ganzen Ping-Pong-Shows. Ihr wisst schon, da wo die so schnell Tischtennis spielen. Empfehle ich euch auch nicht. Wenn ihr schon auf der Suche nach Ping-Pong-Shows seid, dann fahrt nach Pattaya, besucht dort eine. Ansonsten wirklich aufpassen, dort vor Abzocke. Dort wird sehr heftig und viel und gerne abgezockt. Deswegen kann ich euch den Bereich echt nicht empfehlen. Wie gesagt, fahrt die Banana oder Asok. Deutlich angenehmer und besser. Das Highlight, denke ich mal, für viele, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist die Koh San Road. Koh San Road ist, denke ich mal, die bekannteste Partymeile in Bangkok, sowie, denke ich mal, der Ballermann in Mallorca, wo rechts und links Bars sind. Es ist jetzt nicht sowas wie Soi Cowboy, wo jetzt die ganze Bargeld sind, das nicht. Das Publikum ist eher etwas jünger, würde ich sagen. Nicht, wo man irgendwas fürs Rotlicht sucht. Nein, das ist ganz normal, einfach heftige Party, heftige Eskalation. Empfehle ich wirklich, jedem mal vorbeizuschauen. Nicht nur junge Leute, das sind auch ganz normal wirklich von, was ich da auch alles sehe, auch ältere Leute. Dort findet ihr auch wirklich jüngere Thai-Mädels, Studentinnen, alles mögliche. Also es ist deutlich billiger als zum Beispiel Diskotheken, da kommen wir gleich dazu, wie teuer hier eigentlich Diskotheken sind. Da kriegst du zum Beispiel die ganzen Buckets. Kostet, glaube ich, dort gibt es auch mal Promotions, müsst ihr schauen, zum Beispiel 2 für 300 Baht. Also dort ist eher so das Motto günstig besaufen sozusagen. Und du hast halt was Geiles, extrem viele Bars. Taugt dir eine nicht, gehst zur nächsten rüber. Bier ist auch deutlich günstiger und dort kannst du wirklich so einfach Leute kennenlernen. Ob jetzt männlich, weiblich, treffen gefühlt alle Nationen aufeinander, die es gibt. Auch empfehlenswert, wenn du alleine in Bangkok bist, Leute kennenlernen willst, also geh auf die Koh San Road. Wirklich eine coole, crazy, abgefahrene Straße, die du nicht verpassen darfst, wenn du mal hier in Bangkok warst. Falls du Bock auf mehr exklusive Videos hast, die ich jetzt nicht auf YouTube hochladen kann, dann check unbedingt mein Patreon-Channel ab. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß. So, meine Freunde, jetzt kommen wir zu den Clubs in Bangkok. Ich denke mal, das ist wirklich so das Schwerste, um wirklich rauszufinden, was so das Beste, Coolste, Angesagteste ist. Ich unterscheide jetzt auch mal ein bisschen zwischen den Musikrichtungen, was noch sehr wichtig ist. Man kann jetzt nicht sagen, es gibt zum Beispiel 1, 2 Clubs, die spielen wirklich nur die eine Musikrichtung. Aber die meisten Clubs haben jeden Tag ein anderes Motto. Heute ist Techno, heute ist Hip-Hop. Am besten immer Facebook oder Instagram abchecken bei dem jeweiligen Club. Was ist heute angesagt, welche DJ ist heute da, und dann werdet ihr auch nicht enttäuscht, dann wisst ihr auch, worauf ihr euch einlöst. Bereich Hip-Hop gibt's, finde ich, gar nicht so viel Auswahl. Sugar Club.
Sugar Club befindet sich auf der Soi 11. Soi 11, müsst ihr wissen, ist eine Straße ziemlich zentral, befindet sich BTS-Station Nana. Dort findet ihr viele Diskotheken, auch einige Rooftop-Bars, ansonsten auch rechts und links Restaurants und Bars. Ist nicht günstig die Straße, also egal wo du bist, ob du einfach nur Thai essen willst, da zahlst du schon ordentlich. Also unter 10 Euro kommst du eigentlich nirgendwo raus mit ein, zwei Gerichten sozusagen und einem Bierchen. Bist immer bei 180 Baht ungefähr für ein Bier. Sugar Club ist eigentlich nur Hip-Hop. Der angesagteste Club, denke ich mal, auch in ganz Bangkok, würde ich mal sagen, der beliebteste auch. Ein Tipp noch, unter der Woche geht die Party erst wirklich ab bis 2 Uhr nachts los. Also vorher, manchmal, wenn du um 12 reingehst, ist tote Hose. Haupt-DJ zum Beispiel, der kommt auch immer erst um 2 Uhr in der Früh. Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag eigentlich auch extrem voll. Extrem cooler Laden. Reise, Cocktail auch ein 10er, Bierchen bis auch bei 160 bis 180 Baht. Sehr coole DJs von überall kommen die her. Die haben auch mal Tänzerinnen vorne dastehen, die da auch immer tanzen. Also ist immer eine Show geboten. Genau, also das ist mein Nummer 1 Hotspot, wenn es um Thema Clubs geht. Ansonsten alternativ kann ich euch noch, Level empfehlen, ist schräg gegenüber vom Sugar Club. Level ist ein bisschen teurer Club. Sagen wir es mal so, ein bisschen gehobenerer Club sozusagen. Was mir dort nicht taugt, da sind schon sehr, sehr viele Freelancer unterwegs. Also Damen, die euch was anbieten gegen eine gewisse Gegenleistung, ihr wisst schon, was ich meine. Ansonsten, wenn ihr schon auf der Soi 11 seid, würde ich euch noch Hillary 3 empfehlen. Ist gleich neben dem Sugar Club. Das ist jetzt keine richtige Diskothek, aber eine Bar daneben, wo Live-Musik gespielt wird. Dort ist das Klientel hauptsächlich auch ältere Damen und auch ältere Männer. Ich war ab und zu mal drinnen auch ein Bierchen trinken, bevor ich noch irgendwo anders hingegangen bin. Ihr könnt oben Billard spielen, ist eigentlich ganz cool. Unten, wie gesagt, habt ihr Live-Musik. Preise auch wie gewohnt, 5 Euro für ein Bierchen. Genau, ansonsten gehen wir jetzt mal in eine ganz andere Area, und zwar die RCA-Area. Ich nenne es immer die Asiaten-Area, weil dort die Clubs hauptsächlich für die Asiaten sind. Ob jetzt Thais, Japaner, Koreaner, alles mögliche. Gibt's aber coole Clubs wie Route 66, Space Plus, ein riesen Club. Genau, ansonsten, das ist eher die Techno-Area. Wenn ihr Techno-Fans seid, sollt ihr unbedingt dahin gehen. RCA. Preise, wie gesagt, überall dasselbe. Leute, überall dasselbe mit den Diskotheken. Diskotheken sind nicht billig in Bangkok. Nochmal, nicht billig in Bangkok, teilweise teurer als in Deutschland, aber diese Area ist eigentlich so die angesagteste Area, wenn es um Thema Techno geht. Ich kann euch noch die Thonglor Area empfehlen. Thonglor ist, müsst ihr wissen, eigentlich zählt zu den reichen Gegenden hier in Bangkok. Ich nenne sie auch gern die Asiatengegend. Also wirklich, dort werdet ihr sehr viele Asiaten antreffen. Koreaner, Chinesen, Japaner. Ist auch etwas teurer dort. Dort gibt's aber wirklich eine Bar oder Club nach dem anderen. Dort musiktechnisch auch eher EDM, Techno, aber schwer dort auch mit Mädels. Also die sind selber auf der Suche meist nach Asiaten, können teilweise kein Englisch, aber dafür ist es etwas gehobener. Also jeder, der jetzt sagt, okay, Soi 11 ist, kann man auch so sagen, meiner Meinung nach ein bisschen vom Level weiter unten. Thonglor Area ist schon ein Level weiter oben, sagen wir es so. Merkt ihr aber auch an dem hier, aber auch an den Mädels, vom Niveau sozusagen auch. Also Thonglor, Prompong Area, die ganze reichen Gegend, sagen wir so, die ganze teure Gegend von Bangkok, findet ihr auch dementsprechend andere Frauen. Es ist einfach alles gehobener. Genau. Ich kann euch da jetzt nicht eine bestimmte Bahn nennen, da gibt's wirklich Tausende. Die Frage aller Fragen, was mich viele fragen, Michi, wo kann ich die besten Mädels kennenlernen? Leute, eine Sache, ich rede jetzt nicht davon, eine Frau für eine Beziehung kennenzulernen. Also, weiß nicht, ob man die jetzt im Club finden will, sozusagen, aber ihr wisst schon, was ich meine, um was es sich hier dreht. Khao San Road. Leute, Khao San Road geht ja eigentlich fast nie leer aus. Sagen wir so, also dort wissen die Mädels auch, was da abgeht. Sehr viele Touristen auch. Jeder weiß, um was es da geht. Wenn ihr Bock auf ein Mädel habt, würde ich euch Khao San Road empfehlen. Ansonsten von den Clubs, Sugar Club ist auch nicht so schwer, wie jetzt zum Beispiel ganze Thonglor Area, finde ich jetzt. Das sind so meine 2 Bereiche, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt Single bin, Bock auf ein Mädel hab, mit meinen Jungs da bin oder so, okay, wir gehen Khao San Road oder Sugar Club. Das sind meine 2 Empfehlungen. Ist wirklich am günstigsten sozusagen auch und am schnellsten, effektivsten sozusagen. Wie gesagt, Leute, natürlich waren jetzt da keine Local-Sachen dabei. Das Video geht hauptsächlich wirklich an die Leute, die jetzt zum Urlaub machen herkommen sind, zum Party machen. Einfach Bangkoks geiles Nachtleben genießen wollen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen für deinen nächsten Bangkok-Urlaub. Falls das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, abonniere meinen Channel und bis zum nächsten Mal.